So, Leute, ihr Lieben, hier ist der Björn und heute mal eine etwas ungewohnte Sicht auf mich. Und zwar bin ich im Auto, denn heute ist einmonatiges Jubiläum. Und zwar habe ich jetzt meinen Führerschein genau seit einem Monat. Und ich habe ein neues Objektiv auf der Kamera, das sieht man, glaube ich. Es ist ein bisschen mehr Widescreen anstatt so. Sieht man jetzt so. Da sehe ich, glaube ich, auch dünner aus oder es liegt wirklich am Abnehmen. Ja, ich bin jetzt einen Monat im Straßenverkehr unterwegs. Das heißt, am 11.04. hatte ich meine Prüfung gehabt, meine praktische. Die habe ich Gott sei Dank auch im ersten Anlauf geschafft. Man muss dazu sagen, mit über 30 ist das teilweise doch schon ein bisschen schwierig. Ich hatte, wie gesagt, nie einen Führerschein, aber jeden, den ich kannte, hatte einen Führerschein. Deswegen hatte ich auch nie das Bedürfnis, oh, du musst jetzt einen Führerschein haben oder du musst jetzt einen machen. Was mich wirklich freut, ist, dass ich Theorie und praktische Prüfung im ersten Anlauf bestanden habe. Das heißt, Theorie ging eigentlich. Ich habe da diese 1300 irgendwas, 1400 Fragen. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Aber ich habe mir so eine App geholt. Das kann ich euch mal schreiben, welche App das war. Und die habe ich immer wieder durchgegangen, die Fragen. Ich glaube, zweimal hatte ich alle Fragen komplett durch und dann immer die Fehlerfragen hat das Programm rausgesucht und automatisch mir vorgeschlagen, dass ich die mal mache. Bis das alles saß, hatte ich dann die Theorieprüfung mit 0 Fehlerpunkten bestanden. Man muss sagen, ich war ziemlich aufgeregt und ich war der Erste, der die Prüfung abgegeben hatte. Und ja, die denken hier, stehe hier mit einem Blitz herum. Und ich war der Erste, der die Prüfung abgegeben hat. Ich dachte, boah, wenn du jetzt die Prüfung verhauen hast, dann war es das. Also die theoretische, klar, dann hätte ich, glaube ich, nach 2 Wochen nochmal machen können, aber wäre sehr ärgerlich gewesen. Ja, dann hat mein Fahrschullehrer das vergessen, dass ich bis zum April meine Prüfung fertig haben wollte. Hat dann leider nicht so geklappt. Das heißt, ich hatte erst am 11. April meine Prüfung. Aber es hat geklappt. Ich habe den Schein bekommen. Mein Fahrlehrer war super. Wenn ich Fragen hatte, hat er alles beantwortet. Und das ist, glaube ich, einer der wenigen Fahrlehrer, die nicht die ganze Zeit durchgehend am Handy spielen und am Handy spielen und telefonieren, sondern der hat wirklich geguckt, was mache ich so, was kann man verbessern. Und wahrscheinlich habe ich deswegen auch beim ersten Mal bestanden. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich ja mit dem Auto unterwegs. Der Wagen hier, das ist nicht mein eigener. Man darf nicht in den Bildschirm gucken. Das ist ein Firmenwagen von meiner Firma, der mir gestellt wird. Ihr wisst ja, die 1% davon muss ich zahlen. Ich glaube, der hat einen Neupreis von um die 35.000 haben wir geschaut. 34.000. Letzten Monat Ende des Monats habe ich ihn bekommen. Ich glaube, den letzten Freitag in dem Monat. Vorher hatte ich andere kleine Firmenwagen, halt mal so einen VW Caddy oder halt irgendwie solche Sachen. Und der ist jetzt auch schon Automatik. Und ich sage euch, also Schaltung fahren ist zwar toll, aber Automatik fahren ist viel besser. Also es ist einfach angenehmer, außer dass der linke Fuß einfach wirklich nur doof rumliegt. Ich bin halt ein Beispiel dafür, dass man auch mit über 30 seinen Führerschein noch bestehen kann. Im Gegensatz zu früher mit 18 hätte ich ihn, glaube ich, 1.000 Euro oder so billiger bekommen. Aber das soll es jetzt nicht sein. Den Schein habe ich jetzt. Ich habe jetzt 2 Jahre Probezeit. Ich muss echt aufpassen. Ich bin jetzt wirklich immer am Gucken, dass das Schlimme ist. Wenn man Fahranfänger ist, dann hält man sich noch so ziemlich an die Regeln. Das heißt, wenn irgendwo 79 steht oder sowas, fahre ich maximal 78. Und natürlich gibt es dann die Leute, die jeden Tag die Strecke fahren. Und die fahren dann immer hinten auf und hier und da. Und oh, ich muss der Schnellste sein. Dann überholen sie einen mit 100. Nur, dass man sie an der nächsten Ampel trifft. Und sie stehen an der roten Ampel direkt vor einem. Naja, schön dumm, sag ich mal. Vor allen Dingen, weil sie gerade viele andere Leute dadurch gefährden mit ihren scheiß Überholmanövern. Naja, gut. Ja, jetzt schaue ich mal noch, was ich heute noch mache. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen spazieren gehen. Wer auf Insta geguckt hat, der hat gesehen, ich war heute Morgen schon fein im Fitnessstudio. Gleich nach dem Aufstehen, beziehungsweise das Studio macht ja erst um 9 Uhr auf, bin ich dann gefahren. Habe erstmal ein bisschen Krafttraining gemacht, das heißt Kniebeugen schön am Rack. Also Rack ist ein Stahlkäfig, da könnt ihr Stützen einstellen. Wenn ihr das Gewicht nicht haltet und lasst die Stange fallen, dann fangen diese Stützstangen sozusagen die Stangen ab und das ist irgendwie der Sinn dahinter. Das ist ganz praktisch, habe ich meine Kniebeugen gemacht ich habe ja lange keine Kniebeugen mehr gemacht. Ich hatte die mit Kurzhanteln gemacht, zu Hause mit kleinen Gewichten. Jetzt im Studio halt kannst du gleich wieder größere Scheiben dranhängen. Und ja, beim Treppen runtergehen vom Studio habe ich dann wirklich gemerkt, was das Training heute gebracht hat. Denn ich hatte schon Schmerzen. Es ist so ein, weiß ich nicht. Wenn ihr Beintraining macht, wisst ihr, was ich meine? Wenn nicht, ihr müsst euch so vorstellen, dass eure Muskeln dann sehr überlastet sind und eigentlich keine Lust haben auf Treppen gehen.
Ja, dann den Rest habe ich noch gemacht. Bankdrücken, Kreuzheben natürlich gerade wichtig für den Rücken, denn im Außendienst sitze ich viel im Auto und das ist mir auch wichtig, dann gerade durch das Krafttraining mich natürlich fit zu halten. Dann das viele Sitzen ist definitiv nicht gut für den Rücken, auch wenn der Sitz bequem ist und beheizt und alles, aber ich habe noch nie die Sitzheizung angemacht. Danach gab es dann Schulterdrücken habe ich noch gemacht. Arm habe ich heute mal gelassen, weil ich halt vom Training her normalerweise beim Ganzkörperplan, manchmal trainiere ich die Arme mit, wenn ich Lust drauf habe. Theoretisch bräuchte man das nicht bei einem Ganzkörperplan, da bei allen Übungen, die der Bizeps sozusagen mit trainiert wird, da er ja mit einbezogen wird. Danach gab es noch 20 Minuten Fahrradfahren oder 18 Minuten, dann hatte ich keinen Bock mehr und dann heimgefahren, beziehungsweise erst noch einkaufen, noch ein bisschen Bananen und sowas geholt, Mandelmilch und solche Sachen. Jetzt muss ich mal schauen, später wollte ich vielleicht ein bisschen Guacamole machen. Ich weiß nur noch nicht, was ich dazu mache, aber irgendwas wird sich schon ergeben, das sieht man ja auf Instagram. Gut, ich quatsche jetzt hier einfach vom Führerschein und was ich heute gemacht habe. Ich wollte eigentlich nur mal das neue Objektiv testen und euch auch erzählen, dass der Björn jetzt mal einen Führerschein hat. Deswegen immer aufpassen, wenn ihr mich auf der Straße seht, am besten rechts ranfahren und hoffen, dass ich euch nicht aus Versehen ramme. Nein, so schlimm ist es nicht. Also ich probiere schon ordentlich zu fahren. Gut, ja, ich schaue jetzt mal in das Display gerade rein, damit ich mal wirklich sehe, wie die Qualität ist. Und ich hoffe, das Objektiv hat sich gelohnt. Das war nämlich schweineteuer. Die Sony-Objektive sind wirklich echt gehobene, sehr gehobene Klasse. Das kostet mehr als manch eine Canon-Kamera. Deswegen muss man natürlich auch wirklich Resultate da sehen. Und ich bin mal gespannt, wie das nachher beim Schneiden bzw. beim Bearbeiten aussieht. Ob ich da nur Musik drunter packe, weiß ich noch nicht. Aber euch kann ich eins sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Das supportet mich und ihr wisst ja, Support ist kein Mord und das ganze Zeug. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und werde noch schnell zum Tanken fahren müssen mit der Firmentankkarte. Nee, ich muss nämlich den Wagen noch voll tanken. Wenn ich Montag wieder gleich auf Tour gehe, dann habe ich Montag wieder 10 Minuten mehr Zeit und die kann ich dann länger schlafen. Gut, vielen Dank Leute fürs Einschalten. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.